Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Little Inferno. Wir befinden uns jetzt gerade beim dritten Katalog des Spiels. Und zwar bei den exklusiven Speisen. Also alles rund um die Küche und Speisen eben, ne? Haben natürlich auch eine ganze Reihe an neuen Kombos freigeschalten. Und zwar sind wir bei 27. Und jetzt gibt es tatsächlich schon die ersten Dreier-Kombos. Interessant. Schauen wir doch mal, ob wir es hinbekommen, die alle zu bekommen. Das erste wäre der Holzlöffel, jetzt mit mehr Splittern für verbessertes Züchtigen. Sehr interessant. Dann die Marshmallows, gemacht aus süßen Wolken, Gewinner des Kentucky Derby. Außerdem Trockeneiswürfel, perfekt für praktische Scherze und Kryotechnik. Dann die Wurstkette, man kann ohne Fleisch kein Wurstfest veranstalten. Und außerdem der Kugelfisch. Mir fällt kein Grund ein, warum du ihn nicht in den Mund nehmen solltest. Ja, mir auch nicht. Aber wir haben sogar noch Platz, dann können wir gleich die erste Kombo, nämlich Katzenfisch, abschließen. Dazu brauchen wir logischerweise die Katze. Was interessant ist, ist das Trockeneis. Erstens macht das alles rundherum so... Weiß nicht, kann man auch die... Ne, die kann man nicht einfrieren. Okay, schade. Aber man kann jetzt zum Beispiel hier den Marshmallow einfrieren und dann kann man den kann es einfach zerstören. Das geht mit allem. Es geht wirklich mit allem. Aber den Würfel kann man natürlich so nicht zerstören, das ist logisch, absolut. So, das letzte Marshmallow, das kann man auch noch so verbrennen. Hier haben wir erstmal einen neuen Brief, und zwar von der Tomorrow Corporation. Oh, hält dein Kamin dich warm? Weißt du, was noch gemütlicher ist als ein prasselndes Feuer? Eine Umarmung. Anbei ein Gutschein für eine gratis Umarmung. Du wirst sie eines Tages vielleicht brauchen. Liebe Miss Nancy, Tomorrow Corporation. Du bekommst einen Umarmungsgutschein. Ich wollte schon immer mal rausfinden, ob es möglich ist, den bis zum Ende zu behalten. Und es ist mir noch nicht gelungen. Frag mich nicht wieso, ich habe den immer aus Versehen mal irgendwann mit reingeschmissen. Vielleicht schaffen wir es ja an diesem Let's Play, den mal irgendwie, ja, bis zum Ende zu behalten. Vielleicht geht's ja. Das war die Katzenfisch-Kombo. Fisch und eine Katze, logischerweise. So. Jetzt sind nur noch die Augen vom Kugelfisch übrig. Auch ein bisschen, krass. Was haben wir noch für Kombos? Wir haben Porzellanladen. Das ist auch einfach, denn wir haben hier das zerbrechliche Porzellan. Fügt jeder Abendeinladung oder hitzigen Diskussion ein dramatisches Flair hinzu. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Bären. So. Eigentlich heißt es ja, glaube ich, der Elefant im Porzellanladen. Dieses Sprichwort, man kennt es. Aber, naja. Egal, ein bisschen abgeändert. Essgeschirr. Was war denn noch Essgeschirr? Brauchte man da den Löffel? Hatten wir hier vorne noch irgendwas Geschirr? Nee, ne? Nö. Hier hat eigentlich auch nichts mit Geschirr zu tun. Ich glaube, es war der Löffel und die Teller. Das können wir gleich zusammen machen. Oder es kommt noch weiter unten irgendwas, was sinnvoller ist. Kann natürlich auch sein. Was haben wir hier noch? Cornflakes. Tödlicher Fisch. Wach-auf-Kombo ist einfach. Eiskaffee-Kombo ist auch einfach. Osterhase ist auch einfach. Das kriege ich alles hin. Naja, bei einigen müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen probieren. Aber das, wie gesagt, bekommen wir schon hin. So. Okay. Hatte ich richtig in Erinnerung. Essgeschirr-Kombo und der Bär im Porzellanladen. Was haben wir hier? Hallo Nachbar. Bist du noch da? Du liest alle meine Briefe aufmerksam durch, oder? Du überfliegst sie nicht nur und verbrennst sie dann, oder? Eines Tages werde ich etwas wirklich Wichtiges sagen. PS, ich habe dir das bestellt. Bist du bereit? Es kommt heute durch den Kamin. Ah, die schönen Vorhänge. Die sind wirklich hübsch. Vielen Dank, Sugar Plums, wie auch immer. Was haben wir als nächstes? Die Cornflakes-Kombo. Hier haben wir Zähne und Mais-Frühstücksmüsli. Endlich der köstliche Geschmack von Mais und Zähnen in einem fantastischen Müsli vereinen. Na lecker. Das möchte man nur nicht unbedingt, ne? Was haben wir hier noch? Die begeisternde Käfer. Aha. Wenn sie zu Pulver zerrieben werden, kann man aus ihnen herrliche Farben herstellen. Die sind tatsächlich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Was haben wir hier noch? Gefallen dir deine neuen Vorhänge? Sie sind so wunderhübsch. Es gibt nichts Besseres als ein gut dekoriertes Zuhause. Aber mach dir keine Sorgen. Sie sind feuerfest. In Liebe, Sugar Plums. Ja, so schrecklich gewesen wären die abgebrannt. Ja.
Discount Sushi in Kombination mit einem netten Karton voll Wein einfach unschlagbar. Ja, schöner Mindestwein, Herrlichkeit, das ist gut. Okay, warten wir mal noch mit dem Müsli ein bisschen. Ich weiß nicht, ich glaube, hat hier noch irgendwas mit Müsli zu tun? Das hier, glaube ich, vielleicht. Bin mir gerade unsicher. Oder Müsli. Ah, haha. Das könnte es auch gewesen sein. Jetzt machen wir erstmal hier was Cooles. Das ist die Flamme grün. Das ist fast schon mein Lieblingsgegenstand, was man verbrennen kann. Also das heißt, Gegenstände sind ja Käfer. Aber wird die Flamme halt grün. Das sieht ziemlich nice aus. Jetzt wird schön tiefrot. Und hier logischerweise halt blau, ne? Bleibt natürlich nicht die ganze Zeit so. Das geht irgendwann wieder weg. Aber ja. Eine Weile bleibt es so. Cornflakes-Kombo war also der Mais und dieses Zähnemüsli da. So, ein bisschen Sushi. Ein tödlicher Fisch. Kann sein, dass man da einfach nur noch den dazu tun muss. Dann haben wir ja zweimal Fisch. Passt das? Ja, gut. Tödlicher Fisch-Kombo. Zweimal Fisch zusammen ist einmal der Fisch. Okay. Dann die Wachauf-Kombo. Die ist nicht schwer. Weil wir haben nämlich Kaffee. Zeit für einen Kaffee. So einfach ist das. Und dann haben wir natürlich auch noch den Wecker. Der ist auch noch da. Das ist also dasselbe. So. Was heißt dasselbe? Aber es macht beides wach, sagen wir mal so. Eiskaffee, wenn wir einmal dabei sind, können wir das natürlich auch noch machen. Wo ist das Eis? Hier, Trockeneiswürfel. Dann kaufen wir noch den Spielzeug-Kammerjäger. Schützt deine Ernte nur durch natürliche Mittel, wie Napalm. Okay, das können wir auch noch kurz warten. Bisschen zusammenkehren hier. Sieht ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Aber aufpassen, nicht mit dem Eis diese Dinger berühren. Weil dann zählt es nicht mehr. Dann ist es nicht mehr der Gegenstand, den man gekauft hat. So, erstmal das beides zusammen. Verdammt. Ah, doch, war aber Eiskaffee. Das ist gut, aber jetzt ist es zerbrochen und jetzt ist nichts mehr gut, weil das zählt, glaube ich, nicht mehr. Verdammt. Na, lass den mal da unten. Weil den brauchen wir gleich noch. Diesen Kammerjäger-Typ. Okay, also Eiskaffee haben wir schon mal, aber wir brauchen noch die Wachauf-Kombo. Müssen wir also gleich nochmal machen, wenn der wieder da ist. Dann machen wir erstmal Osterhasen-Kombo. Moment, Eierpackung habe ich nicht vorgelesen. Genetisch modifizierte Freilandhühner produzieren die farbigsten Eier. Und wo ist der Hase? Ah, hier. Dann Insektennest. Ah ja, das ist da unten. Was haben wir hier noch? Geheimnisvolle Wirtssoße. Wird's das... Bitte? Horst d'oeuvre. Keine Ahnung, ich hatte noch nie Französisch. Bei deinem nächsten Massenball. Ja, top. Ausgeflipptes Essen. Ah ja doch, ich weiß. Ich glaube, also der Kaffee haben wir ja schon gesehen, dass der auch lebt. Genauso wie die Marshmallows. Und hier unten gibt es auch noch irgendwas, was lebt. So, die Heuschreckeneier für den verwegenen Feinschmecker. Na, lecker. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Osterhasen-Kombo, yeah. Oh. Ich wollte es eigentlich noch zerhauen, aber hat nicht geklappt. Egal. Flüssige Diät und Wachauf können wir jetzt gleich mal zusammen machen, denn wir haben den Midlife Crisis Dämpfer. Trinke 2 Gläser vor dem Schlafengehen, Frühstück, Mittagessen und dem Abendessen. Okay. Außerdem Future Fist, es fühlt sich großartig an, solange du nicht aufhörst, es zu trinken. Oh, huch. Genau, hier, die will jetzt erstmal den Scheiß haben. Ich habe den Käfer gesehen. Hey, schickst du mir einen Kammerjäger? Danke. Kann ich da eigentlich auch irgendwelchen anderen Müll schicken? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher gerade. Egal. Kaffee. Ah ne, Fischzeug, das habe ich schon vorgelesen. Und Kaffee. Das müsste die flüssige Diät sein. Ich glaube, das hier gehört nicht dazu. Das ist doch keine Würzsoße, das ist einfach widerlich. Okay. Danke für den Kammerjäger, er ist perfekt. Fertig, Kammerjäger, hol dir den Käfer. 1, 2, 3. Haha, bumm.
Ups, daneben. Oh, da ist der kleine Käfer. Komm her, kleiner Käferkumpel. Okay, wir sind jetzt Freunde. Der kleine Käfer liebt mich. Schmatz. Ach, wie süß, er hat ein Ei gelegt. Okay, du kannst es haben. Käferfreund. Ja gut. Als ob der so ein Ei legt. Kann ja nicht mal laufen. Ciao. Wie war das noch gleich mit den Insektennest-Sachen? Hier, Spinne ist zwar kein Insekt, aber kann man ja mal drüber hinwegsehen. Komm, scheiß drauf, wir haben eh genug von den Dingern. Insektennest-Kombo. So. Okay, dann jetzt nochmal hier den Wecker. Und dann packen wir einfach alles mal hier rein. So. Auf-Kombo und flüssige Diät. Jawohl. Viel zu viele von diesen Marken da, aber egal. Jetzt fehlt nur noch das ausgeflippte Essen. Dann haben wir es schon. Okay, dazu brauchen wir den Toaster. Die beste Erfindung seit geschnittenem Brot. Außerdem natürlich den Kaffee und auch die Marshmallows. Und dann können wir schon wieder anfangen, hier eigentlich alles auf 100% zu kaufen. Oder? Hab ich jetzt noch irgendwas vergessen hier oben? Nö. Und 26 Sterne und das ist 27. Passt also. Gut. Gut. Dann kaufen wir doch mal noch ein bisschen weiter. Und zwar Magic Mushrooms. Erzeugen Freude an dunklen und feuchten Orten. Was ihr nicht sagt, liebe Entwickler. Ja, Ego-Shopper kommt als nächstes. Okay, wir müssen noch was kaufen. Den Super Entsafter 4000 entsaftet alle Haushaltsgegenstände für einen gesunden Snack. Und den Rauchmelder, wenn er nicht mehr aufhört zu piepsen, nehmen wir einfach die Batterie raus. Das ist eine gute Idee. Das mache ich auch mal so. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Aber erstmal die Sache hier mit dem Essen. Komm, Toaster, mein Freund, sei mal schneller da. Wie die alle rumschreien. So, ausgeflipptes Essen-Kombo, damit hätten wir das. Dann können wir jetzt den Super Entsafter kaufen und auch den Rauchmelder. Das ist mein Hassobjekt in dem ganzen Spiel. Ihr werdet gleich sehen, was der tut und warum. Aber es ist eigentlich logisch, es macht halt das, was ein Rauchmelder so macht, ne? Die Pilze sind auch ganz lustig, die Magic Mushrooms. Also nicht in echt jetzt, aber halt hier im Spiel. Weil ich glaube... Genau. Das lässt hier so andere Pilze wachsen. Die dann auch verbrennen. Okay. Das amüsiert nicht mehr, als es sollte. Als ob das nicht zerbricht. Egal. Wichtige Wettermeldung. Erneut. Die Wettervorhersage sagt, rauche ich mit einer Chance auf dicke, Kaminrauch und Rauchwolken, soweit das Auge reicht. Meldung vom Wetterballon über den Rauchwolken über der Stadt. Der Wettermann. Ich finde die Musik immer sehr, sehr nice dort, auch wenn ihr mich da wahrscheinlich nicht so gut verstehen könnt, wenn die Musik läuft. Aber leider ist halt diese Lautstärke von der Musik in dem Spiel so unterschiedlich. Das ist ein bisschen schwierig zu managen. Naja. Kaufen wir mal noch ein paar Sachen. Hier die Käfer sind nice. Auch das Discount-Sushi und das Future Fist, was nicht mehr geht. Okay. Erstmal den Entsafter. So. Was kann der denn? Dann nehmen wir hier diese komischen Viecher und die können da rein. Und dann sterben die da weg. Da kann man eigentlich alles... reintun. Aua.
Sehr, sehr nice. Ja, damit lässt sich sehr gut rumspielen. So, Marshmallows, den Holzlöffel, nochmal das Trockeneis. Da bin ich mal gespannt, wie man Trockeneis schreddert, aber ich glaube, der verreckt vorher. Tatsächlich nicht. Okay, interessant. So, aber um euch zu zeigen, was der Rauchmelder macht, müssen wir den erstmal anmachen. Denn, ja, der sorgt dafür, dass hier alles, ja, gelöscht wird. Okay. Alter. Okay, ist kaputt. Na gut. So, das kann jetzt alles sterben. Hier nochmal das, den Wein. Den Typen haben wir noch gar nicht verbrannt. Haben wir noch ein bisschen Geld. Dann nochmal die Magic Mushrooms. Das Zeug. Sind wir schon wieder ganz gut dabei. Ich wollte gerade sagen, die konnte man doch auch irgendwie zerschmettern. Sehr nice. Okay. Okay. Käfer und... Achso. Huch. Dich können wir jetzt beschleunigen. Die sprießen dann einfach irgendwo. Das ist echt ganz lustig. So, und der Typ, der spuckt mal wieder Feuer, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Da kann man ziemlich viel drin verbrennen. Aber das dauert nicht so lange an, glaube ich. Okay. Die Würstchen. Oh Gott, die haben wir noch gar nicht so oft verbrannt. Muss man noch machen. Aber erstmal hier die ganzen Sachen, die länger brauchen am Ende. Okay, ab mit den Eiern da rein. Zack, zack. Okay, wie lange dauert das jetzt an hier mit der Flamme? Nicht so lang. Okay, dann können wir schon den nächsten wieder reinpacken. Sushi da rein. Die Spinne läuft mal wieder in ihr eigenes Verderben. Das ist sehr gut. Toaster und das Ding. Noch Platz? Ne, natürlich nicht. Gott, die dauern ja lange. Also diese Soße ist schon ziemlich widerlich, ne? Naja. Ah, diese Viecher mag ich echt. Die das umfärben, das ist echt richtig stark. 450 kostet der nächste Briefkasten. Das dauert noch ein bisschen, ehe wir uns das leisten können. Das heißt, der nächste Briefkasten, den halt größer zu machen. Das nächste Upgrade, sagen wir lieber so. Aber das bekommen wir schon noch hin. So übernächsten Part vielleicht. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Es kommt ja am nächsten Part erst der 4. Katalog. Das ist ganz okay vom Zeitaufwand bis jetzt, denke ich. Ich hoffe natürlich, dass ihr bis jetzt mit Spannung zugeschaut habt. So mega spannend ist das Spiel jetzt vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel, muss ich schon sagen. Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Denn ich bin mir sicher, viele von euch kannten das Spiel noch nicht. Die Mushrooms, die müssen wir kurz beschleunigen. Ich will mal kurz wissen, was da passiert. Das ist alles da drin direkt zerstört wird. Man kann die Viecher natürlich auch einfach töten. Man muss die nicht... Man muss die nicht da durchschreddern. So, das Zeug und den Rauchmelder nochmal. Das ist echt das Sinnloseste hier drin. In diesem Spiel. Dieser Kack-Rauchmelder. Macht immer alles kaputt. Guckt euch doch mal dieses wahnsinnig geile Inferno an. Lol.
Tja, jetzt haben wir eigentlich schon mal alles bis auf die 3 Sachen hier unten fertig gekauft. Dann können wir uns hier schon den nächsten Katalog leisten. Alles rund ums Spielzeug gibt's da also. Gottes Willen, Alter, diese komische Soße ist so widerlich. Bam, so. Ego-Shopper heißt das Ganze. Um Gottes Willen, Entschuldigung. Ah. Ist es bei euch eigentlich gerade auch so warm? Es ist ja gerade so die krasse Hitzewelle auf dem Weg zu uns nach Deutschland. Also bei uns ist es warm. Noch ist es nur warm. Ich glaube, ab morgen wird es richtig heiß. Ich bin gespannt. Komm, mach mal hier ein bisschen beschleunigen. Wofür haben wir denn das Zeug? Kriegen noch genug Kombos. Verdammt, schade. Das ganze Ding ist leider schon direkt verbrannt. Ich dachte, wir können die Spinne mal eben zerschreddern. Voll da rein, Alter. Nein. Nein, ich wollte das Toast doch nicht anzünden. Oh Gott. Das arme Toast. Ah, ich habe aber eine Idee, was wir mit dem was wir mit dem Rauchmelder machen können. Ja, ja. Achso, der ist ja hier, lol. Ist noch gar nicht angekommen bis jetzt. Ha, ausgetrickst. So, komm du Rauchmelder. 26 Sekunden. Das kann man leider auch nicht beschleunigen, egal was man tut. Und dann hätten wir auch dieses... Ja, abgeschlossen. Wir können mal ganz viele Sachen auf einmal einfach nehmen und es einfach mal reintun und verbrennen. Das ist auch mal ganz lustig. Gerade noch so Sachen, die noch irgendwas ausspucken. Skurr. Wahrscheinlich. Oh Gott. Nicht verbrennen. Ah. Nicht verbrennen. Oh Gott. Das hatte ich noch nicht. Mein Name ist Bond. James Bond. Lol. Okay. Bond School. Was kann man gerade noch irgendwas draus machen? Hubend. Ne, keine Ahnung. Kann man nicht. Okay. Hier mit dem Rauchmelder. Auch wenn wir den jetzt nicht verbrennen mit. Aber komm, ich kauf mal noch zweimal die Steine. Vielleicht kommen da noch irgendwie sinnvoll Wörter jetzt raus. Ich weiß es nicht, aber wir werden sehen. Ganz vorsichtig muss man machen. Ich ziehe den Part sinnlos in die Länge, aber egal. Enio. Man hätte fast Honig draus machen können, okay. Verdammt. Pet. Kann man irgendeinen sinnvollen Namen dann draus machen? Außer jetzt Pete oder so. Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Komm, wir zünden es einfach mal an. Ich würde sagen, das dürfte eigentlich schon ausreichen. Diese Poster, das verbrennt so schnell. Wie nur die erste Reihe brennt, was zur Hölle. Jetzt geht's weiter. Mann, ist das interessant. Jetzt der böse Rauchmelder. Komm, wir holen nochmal einen Nuke. Aus Spaß.
Da geht alles aus. Skur ist fast noch da. So, damit war es das jetzt erstmal für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit den Ego-Shoppern. Also bis zum nächsten Mal und ciao.